Heute zeige ich euch einmal, wie man ganz easy, aber wirklich ganz easy, das ist sogar für Kinder das Rezept, wie ihr Churros selber machen könnt. Und Churros, gerade die selbstgemachten, die sind noch besser als die von der Kirmes oder vom Weihnachtsmarkt oder sonst was. Anschneiden, los geht's. Es gibt Rezepte, die sind so einfach, die sollten eigentlich schon längst verboten werden, so einfach sind sie. Und deswegen machen wir heute auch mal die Churros. Super easy und man muss schon fast gar nichts aufschreiben dafür. Aber naja, wer es doch nachlesen will, der findet die ganzen Zutaten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, kein Hexenwerk, total popel einfach. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch, so wie ich sie mache, werden sie auf der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt sonst nie gemacht, weil alleine schon die Zutaten hochwertiger sind als das, was die nehmen. Denn wir brauchen erst einmal 80 Gramm Butter und die werden wir jetzt erstmal auf dem Herd erhitzen. Auf der Kirmes nehmen die mit Sicherheit billigste Margarine. Aber naja, fangen wir mal mit der Butter an. Die Butter geschmolzen ist, dann geben wir 250 Milliliter Wasser hinzu und kochen das Ganze auf. Wenn das Ganze jetzt aufgekocht ist, dann geben wir 150 Gramm Mehl hinzu und verrühren, ganz wichtig. Dann könnt ihr die Hitze auch sofort auf mittlere Hitze runterschmeißen, sag ich mal, oder stellen. Und jetzt geben wir die anderen Zutaten zu, und zwar die für den Geschmack zuständig sind. Und zwar einmal ein Teelöffel Salz. Und einmal einen Teelöffel Vanillepaste. Aus echter Vanille, könnt ihr Vanilleschote nehmen, aber werdet euch wundern, die Dinger sind gerade Hölle teuer. Ich glaube, gestern habe ich geguckt, 7 Euro für 2 Vanilleschoten, war schon heftig. Ja, wenn ihr das Ganze dann gut vermengt habt, dann könnt ihr es auch schon wieder vom Herd runternehmen. Und dann sieht das halt so aus. Und jetzt kommt eigentlich der schwierigste Part von dem Ganzen. Und zwar das Ganze in eine Schüssel geben. Kommt mir jetzt darauf an, ob ihr eine Küchenmaschine habt oder ob ihr zur Not einen Mixer mit Knethaken nehmen wollt. Und zwar müssen wir den Teig jetzt ein wenig abkühlen lassen, ganz bisschen. Es geht aber nur darum, weil da jetzt frische Eier hinzukommen, und zwar 3 bis 4 Stück, je nachdem, damit die nicht stocken, damit wir keine Rühreier haben. Deswegen so ein bisschen abkühlen lassen. Und dann kippen wir da gleich 3 bis 4 Eier rein. Und vermischen das Ganze oder vermengen das oder rühren, kneten, wie auch immer. Wie gesagt, einfache Variante, ganz einfache Variante, coolere Variante, Küchenmaschine kommt gleich. Ja, wenn das Ganze dann verrührt ist, können wir das Ganze auch schon in einen Spritzbeutel geben. Denn den brauchen wir gleich für die Fritteuse.
hinein damit. Kleiner Hinweis noch zur verwendeten Vanille. Auf dem Weihnachtsmarkt oder der Kirmes werden die meisten wahrscheinlich weder Vanille noch Vanillearoma reinmachen oder sonst was. Also die günstigste Variante sind immer noch diese kleinen Vanillearoma-Fläschchen. Es lohnt sich aber mit Sicherheit immer etwas höherwertiges einzusetzen. Diese Dinger kosten, weiß nicht, 4 Stück, 1,79 €, 89 Cent, irgendwie sowas um den Dreh rum. Oder wenn man eine Markenfirma nimmt, dann irgendwie 1,29, keine Ahnung, ist eher das gleiche. Und dieses hier ist praktisch ja, eine Vanillepaste oder zumindest ist sie aus echter Vanille. Diese kleine Tube hier hat 50 Gramm und kostet irgendwie was mit 3,39 € oder so, aber den Unterschied, den schmeckt man definitiv. Und während die Fritteuse einmal fröhlich aufheizt, nehmen wir uns 150 Gramm Zucker. Das gebe ich jetzt hier einfach in eine Schüssel rein. Ein Teelöffel Zimt dazu. Ja. Denn das ist ja eher für das Bestreuen oben drüber hinterher. Oh, das riecht schon so lecker. Und dann habe ich noch ein zweites Behältnis hier, einfach mit so einem Gitter, wo ich gleich auf der Fritteuse die Dinger nicht abtropfen lasse. Könnt ihr jetzt einfach, so wie ich jetzt, eine Stützform nehmen und so ein Sieb oder ihr nehmt eine zweite Schale und macht da ja, Zeberpapier rein. Und bevor wieder gleich einer kommentiert, ich habe gar keine Fritteuse, der kann einen Topf nehmen. Und wann ist das Fett heiß genug? Ganz einfach, könnt ihr mit einem Kochlöffel super easy testen, wann das Fett heiß genug ist. Geht also auch mit jedem stinknormalen Kochtopf und ihr müsst keine Fritteuse haben. Und bevor wir jetzt einmal reinbeißen, würde ich sagen, der obligatorische Food Porn. Anschnallen, ab geht's!
Ja, die Menge, die ihr da rausbekommt, die seht ihr jetzt hier auf diesem Brettchen. Das reicht also locker für 2 Personen. Ich habe jetzt auch eine extra dicke Düse sogar genommen. Das heißt, wenn man eine dünnere Düse nimmt, dann, also je nachdem wie dick die Düse ist, bekommt ihr auch die dicken Churros da raus. Oder dünn, je nachdem. Und wie gesagt, wichtig ist halt eben noch, die dürfen nicht ganz trocken sein, denn der Zucker und Zimt müssen ja auch so ein bisschen halten auf dem Ganzen. Und jetzt würde ich mal sagen, testen wir mal, ob die Churros besser sind als auf Kirmes oder Jahrmarkt oder Weihnachtsmarkt oder sonst was. Und ich kann euch sagen, mit der echten Vanille sind sie mit Sicherheit besser. Und warm schmecken sie noch. Warm schmecken sie noch umso besser. Ja, Hammer. Probiert die Dinger echt mal aus. Macht die mal nach und schreibt mir dann mal in die Kommentare, ob die besser sind als von der Kirmes oder vom Jahrmarkt, wie ihr sie kennt. Und die sie noch nicht kennen, Schande über euch. Machen. Machen! Oh. Der Wahnsinn. Ja, ihr kennt mich. Wir sehen uns im nächsten Video mit irgendeiner bösen Sache. Sehen wir uns dann schon wieder. Und jetzt werde ich erstmal noch ein paar Dinger vertilgen. Ja. Und tschüss, tschüss.